Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sehe, dass es heute nicht ist wie bei einem gewissen Bischof, der einmal eine Landkirche besucht hat. Und er kam in die Kirche und er sah 3 Leute unter den Zuhörern. Und als er auf die Bühne gegangen ist, hat er zum Ortspfarrer gesagt: Haben Sie den Leuten gesagt, dass ich komme? Nein, hat er gesagt, aber das Wort hat sich offensichtlich herumgesprochen. Gott im Kreuzfaden. Der Atheismus ist in der westlichen Welt auf dem Vormarsch, lautstark. Mit einer konzertierten Aktion versucht man, die atheistischen Getreuen zusammenzubringen und sie zu ermutigen, sich ihres Atheismus nicht zu schämen, sondern aufzustehen und als vereinte Armee zu kämpfen. Der Feind ist Gott. Sie schießen auf Gott. Gott ist im Kreuzfaden. Bisher war ihr größtes Kaliber Richard Dawkins, aber jetzt gibt es ein noch größeres, den Cambridge-Professor für theoretische Physik Stephen Hawking. In seinem Buch, das er zusammen mit Leonard Blodinow schrieb, behauptet er, dass nun kein Platz mehr für Gott sei. Natürlich ist Richard Dawkins entzückt und sagt über Gott, Darwin hat ihn aus der Biologie verbannt. Doch die Physik war sich noch unsicher. Nun versetzt Hawking ihm den Gnadenstoß. Die neuen Atheisten gibt es nun schon seit einiger Zeit. Und in diesem trivialen Sinn sind sie also nicht mehr neu. Zudem waren auf intellektueller Ebene ihre Argumente noch nie wirklich neu. Neu ist allerdings ihr Ton und ihr Nachdruck. Sie sind viel lauter und schriller als ihre Vorgänger und auch aggressiver. Dieser verwendete Ton ist der Tatsache geschuldet, dass sie sich nicht mehr damit zufrieden geben, Gottes Existenz zu leugnen. Zum Beispiel, Christopher Hitchens sagte: Ich bin weniger ein Atheist als vielmehr ein Antitheist. Ich behaupte nicht nur, dass alle Religionen Versionen der gleichen Wahrheit sind, sondern ich behaupte auch, dass der Einfluss der Kirchen und die Auswirkungen des religiösen Glaubens definitiv schädlich sind. Und die Agenda der neuen Atheisten hat sich somit erweitert und beinhaltet nun auch den Angriff auf die Existenz des Glaubens selbst. Dieses besondere Merkmal wird von ihnen als Ausdruck ihres Respektverlustes vor der Religion beschrieben. Wie Dawkins sagte: Ich habe den Respekt vor der Religion, der uns wie mit einer Gehirnwäsche eingebläut wurde, endgültig satt. Und Christopher Hitchens fasst diese Position mit seiner allumfassenden und typisch ungestümen Aussage: Die Religion vergiftet alles zusammen. Und unter dem tosenden Beifall eines hochkarätigen Publikums der Universität von Toronto sagte er: Ich finde, die Religion sollte mit Hohn, Hass und Verachtung behandelt werden. Und dieses Recht nehme ich in Anspruch. Und Sam Harris, der jüngste von den 4 Ritter des neuen Atheismus, sagt: Absicht ist es, den geistigen und moralischen Anmaßungen des Christentums in seiner pflichtversessensten Form den Boden zu entziehen. Warum sind sie so aggressiv? Etwas scheint das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Und vielleicht ist dieses etwas der Einsturz der Zwillingtürme am 11. September. Dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel zufolge war es dieses schreckliche Ereignis 2001, das den neuen Atheismus hervorbrachte. In einem Leitartikel mit dem Titel
Gott ist an allem schuld, hieß es. Ohne die Anschläge auf New York und Washington gäbe es keinen neuen Atheismus. Und in einem späteren Interview mit der gleichen Zeitschrift sagt Richard Dawkins, der 11. September habe ihn radikalisiert. Und die Logik ist ganz einfach. Stellen wir uns, sagt Dawkins, doch mal mit John Lennon eine Welt vor, in der es keine Religion gibt. Keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Kreuzzüge, keinen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad über Serben und so weiter und so fort. Stellen wir uns vor, keine Zerstörung antiker Statuen durch die Taliban, keine öffentlichen Enthauptungen von Ketzern, keine Prügel auf weiblicher Haut für das Verbrechen, 2 Zentimeter nackter Haut zu zeigen. Und diese Botschaft springt natürlich eine Welt an, die seit den von Extremisten verübten fanatischen Terroranschlägen in Angst lebt, besonders. Wer von uns, abgesehen von den Gewalttätern selbst, hätte nicht gerne eine Welt, die frei von solchen Schrecken ist? Die meisten von uns würden ohne Zögern den neuen Atheisten darin zustimmen, dass einige Aspekte der Religion problematisch sind, äußerst problematisch. Wie könnten wir religiöse Extremisten respektieren, die junge Männer und Frauen dazu anstiften, sich als lebendige Bomben den sofortigen Zugang zum Paradies zu sichern? Die neuen Atheisten tun völlig recht daran, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Besonders in Gesellschaften, in denen die Gefahr besteht, dass der öffentliche Diskurs aufgrund der Political Correctheit zum Erliegen kommt. Nun gut, wenn also die Religion das Problem ist, dann ist die Lösung doch eindeutig klar, sagen die neuen Atheisten. Schaffen wir die Religion einfach ab. Ihrer Ansicht nach kann sich eine zivilisierte Gesellschaft nicht mehr den Luxus leisten, nachsichtig auf eine Religion herabzulächeln, die viel zu gefährlich und viel zu extrem für eine solche Selbstgefälligkeit geworden ist. Damit muss die Religion aus der Welt abgeschafft werden. Der Nobelpreisträger für Physik, Steven Weinberg beispielsweise, zögert auch nicht, dies laut zu äußern. Die Welt muss, schreibt er, aus dem schier endlosen Albtraum der Religion aufwachen. Wir Wissenschaftler sollten alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um den Griff der Religion zu schwächen. Das könnte sogar unser größter Beitrag an die Zivilisation sein. Und das ist zusammengefasst das erklärte Ziel der neuen Atheisten. Und dem aufmerksamen Zuhörer wird das totalitär klingende Wort alles in Weinbergs Äußerung nicht entgangen sein. Dawkins formuliert das Ziel folgendermaßen: Wenn dieses Buch, das heißt der Gotteswahn, wenn dieses Buch die von mir beabsichtigte Wirkung hat, werden Leser, die es als religiöse Menschen zur Hand genommen haben, es als Atheisten wieder zuschlagen. Selbst wenn er, das heißt Dawkins, in seinem nächsten Satz zugibt, dass diese Hoffnung schlichtweg vermessener Optimismus sein könnte. Und im 2006 fand im Salk-Institut im kalifornischen La Jolla eine Konferenz zum Thema Jenseits des Glaubens, Wissenschaft, Religion, Vernunft und Überleben statt. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 3 Fragen zu erörtern. Sollte die Wissenschaft die Religion abschaffen? Was sollte die Wissenschaft an der Stelle der Religion setzen? Können wir ohne Gott gut sein? Und unter den Referenten waren Dawkins und Weinberg. Und die Zeitschrift The New Scientist in England hielt diese Konferenz für so wichtig, dass sie in einer Sonderausgabe zu ihrem 50-jährigen Bestehen einen Bericht darüber veröffentlichte. Der Artikel trug den Titel An Gottes Stelle. Und es ist interessant hier zu sehen, dass
dieser Titel macht deutlich, dass das Ziel der neuen Atheisten nicht einfach darin besteht, den Prozess der Säkularisierung durch die Verbannung Gottes aus dem Universum zu vollenden. Vielmehr will er etwas an die Stelle Gottes setzen. Und es ist nicht so, dass die Gesellschaft Gott durch etwas anderes ersetzen sollte. Nein, die Naturwissenschaft sollte es tun. Offenbar ist kein anderer Bereich des menschlichen Denkens und Handelns außer der Naturwissenschaft qualifiziert, in dieser Hinsicht irgendetwas Nützliches beizutragen. Die Naturwissenschaft gilt als oberste Instanz. Natürlich besteht die Naturwissenschaft aus verschiedenen Disziplinen, die von Menschen ausgeübt werden. Somit wäre das letztendliche Ziel wohl, die Naturwissenschaftler zum letztgültigen Mittler dessen zu machen, was vor allen anderen Menschen nicht nur geglaubt, sondern verehrt werden soll. Vergessen Sie nicht, es ist Gott, der ersetzt werden soll. Sehen wir dort etwa weiter Hinweise auf einen gewissen Totalitarismus. Und unweigerlich müssen die neuen Atheisten daher die Frage der Moral und Ethik angehen. Wenn Gott aus dem Bild abgeschaffen wird, woher dann die Quelle von Ethik und Moral? Weil es unbestreitbar ist, dass zumindest in Europa seit Jahrhunderten die Basis von Ethik kommt aus dem jüdisch-christlichen Erbe. Und wenn Religion abgeschafft ist, dann was? Woher die Ethik? Und daher die letzte Frage, können wir ohne Gott gut sein? Das heißt, können wir eine Basis für Ethik ohne Gott aufstellen? So, zusammenzufassen. Erstens, die Religion ist eine gefährliche Täuschung. Sie führt zu Gewalt und Krieg. Zweitens, wir müssen die Religion daher abschaffen. Die Naturwissenschaft wird das erreichen. Drittens, wir brauchen Gott nicht, um einen adäquaten ethische Basis zu haben. Es gibt etwas Ironisches hier, die Religion abzuschaffen. Und das hat mit dem Umstand zu tun, dass die Anhänger des neuen Atheismus der Evolutionstheorie eine sehr wichtige Rolle beimessen. Allerdings scheint die Evolution nicht mitzuspielen. Es gab neulich einen Artikel im Sunday Times von John Leake mit dem Titel Atheisten sind eine aussterbende Rasse, da die Natur Gläubige bevorzugt. Und er berichtet über eine 82 Länder umfassende Studie unter der Leitung des Jenaer Religionswissenschaftler Michael Blume mit dem Titel The Reproductive Advantage of Religiosity, der reproduktive Vorteil von Religiosität. Und diese faszinierende Studie ergab, dass Menschen, die mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst besuchen, im Durchschnitt 2,5 Kinder haben, während Menschen, die nie einen Gottesdienst besuchen, durchschnittlich 1,7 Kinder haben. Und das ist weniger als die erforderliche Zahl, um sich selbst zu ersetzen. Und Leake stellt Dawkins Argument und er sagt, dass Dawkins Argument, wo es heißt, Religionen seien wie psychologische Viren, die Menschen infizieren und enorme finanzielle und gesundheitliche Kosten nach sich ziehen, Blumes Arbeit gegenüber, die genau das Gegenteil nahelegt. Die Evolution bevorzugt Gläubige so stark, heißt es, dass die Tendenz, religiös zu sein, sich mit der Zeit in unseren Genen verankert hat. Man sollte doch meinen, dass die neuen Atheisten, wenn sie bezüglich der Evolution recht haben, ihre Gene mit größter Begeisterung verbreiten. Offenbar nicht. Vielleicht müssen wir das Ganze also einfach aussetzen. Vielleicht aber auch nicht. Denn obwohl die neuen Atheisten offenbar das Interesse an der Verbreitung ihrer Gene verloren zu haben scheinen, haben sie die Verbreitung ihres Gedankenguts noch nicht aufgegeben. Also, Nummer 1 für heute Abend ist die Frage, ist der religiöse Glaube, ist Glaube an Gott eine gefährliche Täuschung, die zu Krieg und Gewalt führt?
Und hier herrscht es weit verbreitete Verwirrung darüber, was Glaube ist, besonders unter Atheisten meiner Erfahrung nach. Diese Verwirrung entspringt dem Umstand, dass der Begriff Glaube eine Reihe von Bedeutungen hat und oft benutzt wird, ohne zu erklären, welche Bedeutung gerade beabsichtigt ist. Das lateinische Fides wie sein griechisches etymologischer Verwandter Pistes, wie es im Neuen Testament heißt, hat die folgenden Hauptbedeutungen: Glaube, Vertrauen, etwas, das Glauben hervorbringt, Beleg, Unterpfand, Schwur, Verpflichtung, Vertrauen auf das, worauf der Glaube sich richtet, Treuegelöbnis, Einhaltung des Vertrauens, Treue. Das heißt, die Hauptbedeutungen sind Vertrauen, Zuversicht, Verlass und Überzeugung, die aus dem Vertrauen auf Zeugnisse oder Quellen entsteht. Dies scheint alles einfach genug, bis wir anfangen, die neuen Atheisten zu lesen. Einerseits sagen sie, sie glauben, dass Gott nicht existiert. Andererseits sagen einige, sie haben keinen Glauben. Richard Dawkins behauptet, Atheisten haben keinen Glauben. Und mit Vernunft allein kann man nicht zu der totalen Überzeugung gelangen, dass etwas nicht existiert. Er glaubt aber, man kann nachweisen, dass der Glaube eines der größten Übel der Welt ist. Zu vergleichen mit dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Glaube, er geht weiter, der nicht auf Belegen beruht, ist das Hauptübel jeder Religion. Wissenschaftlicher Glaube beruht ihm zufolge aber auf öffentlich überprüfbare Belegen. Dem religiösen Glauben fehlen nicht nur die Belege, in seiner Unabhängigkeit von Belegen besteht seine Freude, die er lautstark von allen Dächern verkündet. Und das vielleicht berühmteste Beispiel für einen solchen Gebrauch des Begriffes ist Mark Twain, der sagte, dass Glaube bedeutet, an etwas zu glauben, von dem man weiß, dass es nicht wahr ist. Die neuen Atheisten folgen ihm alle. Es ist allerdings klar, dass Glaube als eine unbegründete Überzeugung etwas ganz anderes ist, als Glaube als eine begründete Überzeugung. Und um Verwirrung zu vermeiden, ist es daher hilfreich, den viel geläufigeren und eindeutigeren Begriff blinder Glaube zu benutzen, wenn man von einer unbegründeten Überzeugung spricht. Der zusätzliche Gebrauch des Adjektivs blind, um das Wort Glaube näher zu beschreiben, zeigt an, dass Glaube an sich nicht notwendigerweise oder immer oder sogar normalerweise blind ist. Und wir fragen die Frage, die dringende Frage jetzt ist, der Glaube an Gott blind oder beruht er auf Belegen? Es gibt tatsächlich blinde Glauben. Und ich stimme überein mit dem neuen Atheisten, dass blinde Glauben sehr gefährlich sein kann. September 11. zum Beispiel. Aber meine Frage jetzt ist, und ich kann heute Abend nicht für andere Religionen sprechen, Sie müssen und haben das Recht, für sich selber zu sprechen. Die Frage ist der christliche Glaube blind? Ist er ein Mark Twain-Glaube? Ja, sagt der Philosoph Mark Begini, und zwar, wir finden das in der Bibel selbst. Und er zitiert die berühmte Geschichte von der Begegnung des zweifelnden Thomas mit Jesus in Jerusalem nach der Auferstehung heran. Johannes erzählt in seinem Evangelium, dass Thomas nicht bei den anderen Jüngern war, als sie Jesus sahen. Und er weigerte sich, ihre Geschichte zu akzeptieren, bis er sichtbare und spürbare Belege bekam. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Weiter berichtet Johannes dann, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt.
Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und der Philosoph Bagini interpretiert dies so, wie viele andere Philosophen. Damit stiftete das Christentum das Prinzip, dass es gut ist, an etwas zu glauben, wofür man keinen Beleg hat. Eine ziemlich bequeme Maxime für ein Glaubenssystem, für das es keinen Beleg gibt. Das ist total ungerechtfertigt und in der Tat auch ziemlich töricht, wie sich zeigt, wenn man einen Moment lang darüber nachdenkt. Thomas glaubte, heißt es in dem Text, weil er sah. Heißt es, dass die Millionen Menschen, mich eingeschlossen, die Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen haben und trotzdem an ihn glauben, dies ohne Begründung tun? Natürlich nicht. Sehen ist nur eine Art von Beleg. Es gibt viele andere Arten von Beleg. Baginis Interpretation bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie die Behauptung, nur weil man die Schwerkraft oder Atome oder Röntgenstrahlen nicht gesehen hat, sei der Glaube an sie unbegründet. Oder weil man Napoleon nicht gesehen hat, sei die Überzeugung, er habe die Schlacht von Waterloo geschlagen, blinder Glaube. Und Bagini ist Philosoph. Es wäre wohl, bevor er seine Gedanken schwarz auf weiß niederschrieb, gut beraten gewesen, die Aussage im Johannesevangelium zu lesen, die direkt auf das Ereignis mit Thomas folgt und erklärt, wie Johannes selbst den Glauben verstand. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes hier nennt den Zweck, zu dem er dieses Buch geschrieben hat. In ihm hält er eine Reihe von Zeichen fest, besondere Dinge, die Jesus tat, die auf eine Realität jenseits ihrer selbst hinwiesen und so von seiner Identität als Mensch gewordenen Gott zeugten. Beispielsweise vermehrte Jesus Brot, um einer großen Menschenmenge zu essen zu geben und so weiter und so fort. Und Johannes betrachtete diese Belege auch als ausreichend für die Menschen, die die Ereignisse nicht direkt miterlebt haben. Der von Christus geforderte Glaube ist Johannes zufolge alles andere als blind. Die Blindheit liegt auf Seiten der Menschen, die das nicht erkennen können. Terry Eagleton, ein angesehener britischer Literaturkritiker und Atheist, kommentiert Dawkins' Haltung gewohnt pointiert. Dawkins betrachtet allen Glauben als blind und in seinen Augen werden alle christlichen und muslimischen Kinder dazu erzogen, zu glauben, ohne zu hinterfragen. Nicht einmal die beschränkten Geistlichen, die mich im Gymnasium herumschubsten, dachten das. Für die Hauptströmung des Christentums haben Vernunft, Argumente und ehrliche Zweifel immer eine unerlässliche Rolle im Glaubensleben gespielt. Also christlicher Glaube, und das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen, ist auf Belege basiert. Ich wäre nicht bereit, für 2 Sekunden vor Ihnen heute Abend zu stehen, wenn ich nicht glaubte, zum Beispiel als Tatsache der Geschichte, dass Jesus und auch als Naturwissenschaftler, dass Jesus buchstäblich aus den Toten auferstanden ist und damit gezeigt hat, dass er der Sohn Gottes sei. Aber dann kommen wir zu der nächsten Frage, Glaube und Freud. Ist Glaube eine Wahnvorstellung? Und der Titel des Buches von Dawkins, Der Gotteswahn, zeigt uns das sehr klar. Und heutzutage ist mit dem Begriff Wahnsinn indirekt immer auch der Verdacht auf eine psychische Erkrankung gemeint. Eine Wahnvorstellung ist per Definition eine festgelegte falsche Überzeugung. Eine beständige falsche Überzeugung, auch angesichts starker gegenteiliger Belege,
besonders als Symptom einer psychischen Erkrankung. Das ist die Definition von Dawkins. Es ist anzumerken, dass Dawkins den Glauben an Gott unter den ersten Teil dieser Aussage einordnet. Und es ist klar, dass in diesem Sinn einiges, was unter dem Obergriff des Glaubens fällt, eindeutig irrsinnig ist. Der Glaube an ein fliegendes Spaghetti-Monster zum Beispiel. Oder wenn man Ire ist, wie ich, aber mit einem R bitte, sogar der Glaube an Gnome. Die neuen Atheisten stecken den Glauben an Gott nur allzu gern in die gleiche Schublade wie den Glauben an den Weihnachtsmann und die Zahnfee. Doch das ist albern. Mein Kollege Alistair McGrath erinnert sich, als Kind glaubte ich, sehr kurze Zeit, an den Weihnachtsmann. Allerdings fand ich schon bald die Wahrheit heraus, obwohl ich gestehen muss, dass ich meine Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmannes einige Zeit für mich behielt, da ich ebenfalls bemerkte, dass damit ein materieller Vorteil verbunden war. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch zum Glauben an den Weihnachtsmann oder die Zahnfee gekommen wäre. Ich kenne allerdings viele Erwachsene, die zum Glauben an Gott gekommen sind. Hier besteht also offenbar ein großer Unterschied. Dennoch lohnt sich die Frage, warum ist die Zahnfee eine Wahnvorstellung? Die Antwort ist ganz klar, die Zahnfee existiert nicht. Und das bringt mir zu der folgenden Beobachtung, die leicht übersehen wird. Der Glaube an Gott ist mit Sicherheit eine Wahnvorstellung, wenn es Gott nicht gibt. Aber was, wenn Gott doch existiert? Dann ist der Atheismus die Wahnvorstellung. Also die eigentliche Frage, die wir stellen müssen, ist, existiert Gott? Und dieser Punkt ist so wichtig, dass ich möchte das anhand eines neulich erschienenen Buches deutlich machen. Viele Atheisten behaupten, inspiriert von Sigmund Freud, der selbst meinte, der Glaube an Gott sei eine Illusion. Es sei die Unfähigkeit, mit der wirklichen Welt und ihren Unsicherheiten umzugehen. Für die neuen Atheisten ist Gott somit die Erfüllung eines Wunsches, eine fiktive Vaterfigur, die von unserem Wunsch nach Trost und Sicherheit erschaffen und an den Himmel unserer Fantasie projiziert wird. Nach dieser Sichtweise ist der Himmel eine Erfindung, um mit der menschlichen Angst vor der Auslöschung beim Tod fertig zu werden. In einem Bestseller »Gott, eine kleine Geschichte des Größten« weist der deutsche Psychiater Manfred Lütz darauf hin, dass diese Freudsche Erklärung für den Glauben an Gott sehr gut funktioniert. Allerdings nur vorausgesetzt, dass Gott nicht existiert. Gleichermaßen, so Lütz weiter, wird, wenn Gott doch existiert, aus dem gleichen Grund genau das gleiche Freudsche Argument zeigen, dass der Atheismus die tröstliche Wahnvorstellung ist, die Flucht vor der Realität, eine Projektion des Wunsches, nicht eines Tages Gott gegenübertreten und Rechenschaft für das eigene Leben geben zu müssen. Der polnische Nobelpreisträger für Literatur, Czesław Miłosz, der es wohl wissen müsste, schreibt, das wahre Opium fürs Volk ist der Glaube, dass nach dem Tod nichts kommt. Der große Trost zu meinen, dass wir für unseren Betrug, unsere Gier, Feigheit, Morde nicht verurteilt werden. Wenn Gott also existiert, kann man den Atheismus als psychologischen Fluchtmechanismus betrachten, anhand dessen man vermeidet, die letzte Verantwortung für das eigene Leben übernehmen zu müssen. Und Lütz macht eindringlich klar, welche Folgen dieses Argument hat. Ob Gott existiert oder nicht, in dieser Frage kann Freud kein bisschen weiterhelfen. Wenn Atheisten Freud anführen, müssen sie auch andere Gründe nennen, warum sie die Existenz Gottes ablehnen. Ebenso, um fair zu sein, müssen Christen, wenn sie Freud anführen, andere Gründe dafür anführen, warum sie an Gott glauben. Freud allein, Frankl und Jung helfen uns nicht bei der Frage, existiert Gott oder nicht. Aber diese falsche Definition von Glaube
an Gott als blinder Glaube hat eine andere tiefliegende Konsequenz. Die neuen Atheisten meinen, der Glaube sei ein religiöser Begriff und bedeutet Glaube ohne Beleg. Und dabei sehen sie nicht ein, dass ihr Atheismus genauso eine Glaubensposition ist. Doch in oben zitierter Aussage, Atheisten hätten keinen Glauben, erscheint damit doppelt lächerlich, da er sich, so wie alle anderen Wissenschaftler, nicht mit Wissenschaft sich beschäftigen kann, ohne zu glauben, dass das Universum irrational erklärbar ist. Und das ist äußerst wichtig für mich als Naturwissenschaftler. Wir Naturwissenschaftler haben einen Glauben, den wir voraussetzen, um überhaupt Naturwissenschaft betreiben zu können. Der Physiker Paul Davies, kein Theist, sagt, dass die richtige wissenschaftliche Einstellung im Grunde theologischer Natur ist. Die Wissenschaft kann nur voranschreiten, wenn der Wissenschaftler eine grundsätzliche theologische Weltanschauung hat. Er weist darauf hin, dass selbst der atheistische Wissenschaftler in einem Glauben sagt, die Existenz einer gesetzmäßigen Ordnung in der Natur akzeptiert, die für uns zumindest teilweise verständlich ist. Und daher war es Einstein, der seine berühmten Worte schrieb, Wissenschaft kann nur von denen hervorgebracht werden, die ganz von dem Streben nach Wahrheit und Verstehen durchdrungen sind. Dieses Gefühl aber entspringt der Religion. Dazu gehört auch der Glaube, merken wir das Wort, an die Möglichkeit, dass die Gesetzmäßigkeiten, die für die Welt der Existenz gelten, rational sind. Das heißt dem Verstand begreifbar. Ich kann mir, Einstein, der klugste Physiker, der existiert hat höchstwahrscheinlich, sagte, ich kann mir keinen Wissenschaftler ohne diesen tiefen Glauben vorstellen. Diese Situation lässt sich in folgendem Bild ausdrücken. Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft blind. Und die Frage, um die es uns hier geht, ist, wofür ist unser Verstand zuständig und wie verlässlich und befugt ist er? Ist unsere Erkenntnisfähigkeit gezielt dazu geschaffen, um uns zum Entdecken, Erkennen und Glauben an die Wahrheit fähig zu machen? Mir ist dabei sehr wohl bewusst, dass manchen das Wort geschaffen im Hals stecken bleiben wird. Und mir ist ebenfalls bewusst, dass Atheisten per Definition jede gezielte Gestaltung durch einen Schöpfer leugnen. Doch selbst Atheisten glauben, dass der Verstand einen eigenen Zweck hat, ebenso wie beispielsweise das Herz. Das Herz hat den Zweck, Blut durch den Körper zu pumpen, während ein bösartiger Tumor keinen eigenen Zweck und keine Funktion im menschlichen Körper hat. Er ist das Ergebnis ziellosen, chaotischen Wachstums. Und so ist es interessant, wenn Atheisten behaupten, der Glaube an die Existenz Gottes resultiere aus einem falschen Gebrauch des Verstandes. Und das zeigt unbewusst ihre Überzeugung, dass der Verstand in diesem Sinne dazu geschaffen ist, den Zweck der Entdeckung der Wahrheit zu erfüllen. Wenn der Verstand keine eigene Funktion hätte, könnte man logischerweise niemandem vorwerfen, ihn falsch zu verwenden. Tatsächlich trifft Richard Dawkins nun die verwunderliche Behauptung, dass religiöser Glaube entstehe durch eine Fehlzündung der Evolution. Und es besteht eine tiefe Ironie hier. Der Atheist John Gray verdeutlicht die Auswirkung dieser Sichtweise. Die Humanisten, schreibt er, setzen darauf, dass die Menschheit durch die Wissenschaft zur Wahrheit finden kann und damit zur Freiheit. Falls aber, hier schreibt ein Atheist, falls aber Darwins Theorie der natürlichen Auslese zutrifft, ist dies unmöglich.
Der menschliche Geist ist auf Evolutionserfolg gerichtet, nicht auf Wahrheit. Und der amerikanische Philosoph Alvin Plantinga fasst die Position folgendermaßen zusammen. Wenn Dawkins damit recht hat, dass wir das Produkt eines geistlosen, ungesteuerten, natürlichen Prozesses sind, dann hat er uns einen starken Grund gegeben, an der Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu zweifeln und damit auch an der Gültigkeit jeglicher Überzeugung, die sie hervorbringt, einschließlich Dawkins eigener Wissenschaft und seines Atheismus. Seine Biologie und sein Glaube an den Naturalismus würden damit in Konflikt miteinander stehen, einem Konflikt, der nicht das Geringste mit Gott zu tun hat. Ist es möglich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es der Atheismus ist, dass es eine sich widersprechende Täuschung? Der angesehene deutsche Philosoph Robert Spemann aus München hier gab zu bedenken, dass die Situation hier ist, dass wir nicht vor der Wahl zwischen Gott und der Wissenschaft stehen, wie uns die neuen Atheisten gern glauben machen wollen, sondern vor der Wahl, entweder an Gott zu glauben oder aufzugeben, das Universum verstehen zu wollen. Das heißt, wenn es keinen Gott gibt, kann es auch keine Wissenschaft geben. Spemann bestreitet nicht, dass Atheisten Wissenschaft und gute Wissenschaft betreiben können. Das wäre natürlich verkehrt. Er sagt vielmehr, dass es, wenn wir Gott aus der Gleichung ausklammern, keine rationale Basis für die Wissenschaft gibt. Damit gibt es auch keine rationale Basis für die Wahrheit. Wissenschaft und Wahrheit fehlt dann die Berechtigung. Aber im Gegensatz dazu ist der biblische Theismus kohärent in seiner Erklärung, weshalb das Universum wissenschaftlich begreifbar ist. Er lehrt, dass Gott als Schöpfer die letzte Verantwortung trägt, sowohl für die Existenz des Universums als auch für den menschlichen Verstand. Der Mensch ist nach seinem Bilde erschaffen, dem Bild eines rationalen, persönlichen Schöpfers. Und deshalb können sie das Universum zumindest teilweise verstehen. Somit überrascht es auch nicht, dass zwischen diesem Glauben und dem Aufkommen der modernen Wissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert eine enge Verbindung besteht. Also, diese Idee, dass Glaube an Gott ein Wahn ist falsch. Zweitens, wenn wir sehen, wohin der Atheismus führt, was um die Wissenschaft geht. Und hier ist mein höchster Grund, warum ich den Atheismus ablehne. Nicht, weil ich Christ bin oder an Gott glaube, sondern weil ich Naturwissenschaftler bin. Ich kann es überhaupt nicht begreifen, warum man an eine Theorie oder eine Philosophie oder Weltanschauung glauben würde, die selbst den Boden wegnimmt von der Aktivität, die wir für so sehr wichtig halten. Aber bevor wir weitergehen, ich möchte zum Schlüsselargument in Dawkins Buch Der Gotteswahn kommen. Ich höre diese Frage sehr oft, früher nur von Kindern und Studenten, aber jetzt von Professoren. Und dieses Argument ist, wenn man behauptet, dass Gott das All geschaffen hat, dann muss man die Frage stellen, wer hat Gott geschaffen? Und dann, wer hat geschaffen den geschaffenen Gott, der geschaffen und so weiter geht es ins Unendlich, daher Gott nicht existiert und wir gehen nach Hause. Aber so einfach ist es nicht, meine lieben Leute. Wenn ich die Frage stelle, wer hat X geschaffen? Was ist die Voraussetzung, dass X geschaffen würde? Das heißt, hier ist, was die Philosophen nennen, eine komplexe Frage. Das heißt, die Frage selbst begrenzt mögliche Antworten. Wer hat X geschaffen?
Das setzt voraus, dass ich geschaffen ist. Wenn ich es nicht geschaffen würde, dann ist die Frage bedeutungslos. Das ist der erste Punkt. Wenn Dawkins ein Buch geschrieben hat, der Irrwahn von geschaffenen Göttern, fast keiner würde so ein Buch kaufen. Ich sicher nicht, weil ich brauche nicht, dass ich von Dawkins die Information bekomme, dass geschaffene Götter Irrwahn sind. Wir wissen das alles schon seit Jahrhunderten. Die sind Abgötter, Idolen. Das ist der erste Punkt. Ich habe nie einen Christ oder Jude oder Moslem, der glaubt, dass Gott geschaffen würde, weil die zentrale Behauptung der Bibel ist, dass Gott immer existiert hat. Er ist der Erfinder und der Träger des Alls. Er ist ewig gewesen. Aber was sehr interessant ist in meinen Debatten mit Dawkins, ich habe zu ihm gesagt, Richard, Sie glauben, dass das eine faire Frage ist. Gut, darf ich es dir stellen, folgendermaßen. Sie glauben, dass das Universum dich geschaffen hat. Also wer hat dein Schöpfer geschaffen? Ich warte auch bis heute für die Antwort. Die Frage ist, dass jeder Seite kommt zu einem Stillstand, zu einer Urrealität. Und für den Christen ist Gott die Urrealität. Für den Atheisten normalerweise Masse, Energie, Materie, Energie oder so weiter. Und die Frage ist nicht, gibt es eine Urwirklichkeit? Die Frage ist, welche Urwirklichkeit ist die reale? Nun, gestern Abend in meinem Vortrag in der LMU, mit Recht kam eine Frage. Und die Frage war, wie weit kann uns die Naturwissenschaft Richtung Gott weiterhelfen? Ich würde sagen, es kann uns helfen, aber nicht sehr weit. Die Bibel selbst gibt das zu. Paulus in Römer 1 sagt, dass es zwei Dinge über Gott, die wahrnehmbar sind. Erstens, dass er existiert und zweitens, dass er allmächtig ist. Und die Fragende gestern Abend hat gesagt, ja, okay, gut, alle diese Ideen in der Philosophie über Gott und die Feinabstimmung des Alls und die Tatsache, dass wir die Naturwissenschaft treiben können, ist ein Hinweis. Aber Sie sind Christ und das ist sehr spezifisch, ja, das ist richtig. Weil die logische Frage, nachdem wir die philosophische Seite betrachtet haben, die logische Frage zu stellen ist, wenn es diese Hinweise gibt, dass es irgendeine Intelligenz hinter dem All steht, wer ist er? Welche Art Gott ist das? Und ich habe gestern Abend gezeigt, dass wir sehr unterschiedliche Ideen von Gott haben. Manche sind absolut falsch. Die Frage für mich ist dann, die Frage, ob Gott, der keine Theorie ist bloß, sondern eine Person, ob er sich geoffenbart hat. Und die Kernbehauptung der Bibel ist, dass Gott hat sich geoffenbart, vor allem in Jesus Christus. Und dort kommen viele Angriffe sofort von den neuen Atheisten und nicht nur von denen. Ist es nicht ausgerechnet hier, dass die größten Probleme starten? Wenn wir nur zufrieden wären beim Gott der Philosophen, fern, schön zu bleiben, dann hätten wir nicht all dieses Krach, Leiden, Gewalt und so weiter auf der Erde. Weil ist es nicht der Fall, dass die bloße Tatsache, dass wir unterschiedliche Religionen haben, unterschiedliche Auffassungen von Gott haben, dass das das Kernproblem ist. Und so sind wir zurück zu September 11 und Christopher Hitchens Behauptung, dass die Religion vergiftet alles.
Friedrich Nietzsche hat mal geschrieben, der Begriff Gott, erfunden als Gegensatzbegriff zum Leben, in ihm alles Schädliche, Vergiftende, Verleumderische, die ganze Todfeindschaft gegen das Leben in eine entsetzliche Einheit gebracht. Und so kommt der Angriff gegen das Christentum. Und Dawkins sagt ausdrücklich, dass sein Hauptangriffsziel das Christentum ist. Und Hitchens behauptet, sein Atheismus sei ein protestantischer Atheismus, was ihn beinahe zur irischen Ehrenbürgerschaft berechtigt. Daher werde ich auf das Christentum konzentrieren. Ich bin ein Sohn Nordirlands. Und ich bin allzu vertraut mit einer gewissen Art von sektierischer Gewalt. Meine direkten Familie hat Bomben erlebt. Mein Bruder ist fast dadurch getötet worden und sehr tief verletzt worden. Und hier ist eine Geschichte, die ich nicht einfach beiseite legen kann. Und es ist klar, dass eine Religionsgeschichte genutzt wird in Nordirland oder genutzt wurde, um die Flammen des Terrorismus auf beiden Seiten anzufachen. Was soll ich dazu sagen? Also, das Erste, was ich sagen muss, ist, dass ich rundheraus verurteile und verabscheue. Genauso sehr wie die neuen Atheisten es tun. Ich schäme mich, meine Damen und Herren, dass der Name von Jesus je mit Waffen verbunden worden ist. Aber ich möchte Ihnen erklären, warum ich mich schäme, dass es so geworden ist. Weil wenn Christen gewaltsam vorgehen, sind sie nicht christlich. Ganz einfach, weil Gewalt dem, was Christus lehrt, diametral entgegensteht. Kierkegaard hat wohl mal gesagt, dass die Christenheit ist nicht das Gleiche wie das Christentum. Und Menschen, die unter Berufung auf den Namen Gottes gewalttätig und grausam handeln, sei es in Nordirland oder auf dem Balkan, gehorchen dabei ganz gewiss nicht Christus, ganz gleich, was sie behaupten mögen. Weil das Wort Christ bezeichnet einen Jünger oder Nachfolger Jesu Christi. Christus nachzufolgen bedeutet, seinen Geboten zu gehorchen. Und eines dieser Gebote war das ausdrückliche Verbot zur Verteidigung von Christus oder seiner Botschaft, Gewalt einzusetzen. Dieses Gebot ist sehr bekannt, da es in einem Moment höchster Spannung in den Evangelium ausgesprochen wurde bei der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane. Jesus lehrte seine Nachfolger, ihre Feinde nicht zu hassen, sondern zu lieben. Und er handelte dementsprechend, als eine Gruppe bewaffneter Männer mit Judas in den Garten Gethsemane kam, um ihn zu verhaften. Und bei jener historischen Begegnung verbot er seinen Jüngern ausdrücklich, Gewalt einzusetzen. Und er tadelt Petrus, der ungeübt in Schwertkampf wild mit seinem Schwert um sich schlug und das Ohr des Hohepriesters Knechts Malchus abschlug. Stecke dein Schwert wieder an seinem Ort, sagt Jesus. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Deutlicher hätte er es nicht sagen können. Im Namen Christi zum Schwert, zur Waffe oder zur Bombe zu greifen, bedeutet sowohl Christus als auch seine Botschaft zu verleugnen. Das ist ein Widerspruch gegen seine gesamte Lehre. Interessant, meine Leute, das, was Petrus getan hat. Wenn man eine Waffe nimmt, um die Botschaft Christi zu verteidigen, wird man die Ohren in mehreren Sinnen abhauen.
Und viele meiner Freunde, die Atheisten sind, können das Evangelium, die Botschaft des Herrn nicht mehr hören. Und ich verstehe sie, weil sie Gewalttaten im Namen Christi gesehen haben und ihre Ohren sind weg. Merken wir, was Jesus getan hat. Buchstäblich in dem Fall. Er hat das Ohr zurückgestellt. Und ich glaube, dass wir, die Christen sind und überzeugt sind, haben eine Aufgabe heutzutage, die Ohren zurückzustellen auf Leute, die nicht mehr hören können, weil ihre Erfahrung von Religion so negativ und gewalttätig ist. Aber hier ist die Ironie. Ich habe es mit Christopher Hitchens gesprochen. Ich sagte, Christopher, wenn du nur die Evangelien gelesen hättest, wärest du auf der Seite Christi. Wieso denn? Wofür ist er zur Anklage gestellt? Weil er ein verdächtiger Mensch war, die meinten, er hat Terrorismus provoziert. Also hier ist die Ironie. Ausgerechnet die Anklage gegen Jesus Christus ist die Anklage, die die neuen Atheisten und viele andere machen gegen Christentum selbst. Und Pilatus im Namen des Römischen Reiches hat ihn für unschuldig gesprochen. Das ist äußerst wichtig als geschichtliche Tatsache. Pilatus hat ihn interviewt. Und sehr streng, weil Pilatus hat damals Angst vor Terrorakten. Und er hat mit Jesus gesprochen, welche Art König wäre er eigentlich? Bist du der König der Juden? Und die Frage ließ sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten, denn die Begriffe König und Königreich hätten für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedeutungen. Im politischen Sinn war Jesus keine Konkurrenz für den Kaiser Tiberius in Rom. Aber die Menschen haben ihn falsch verstanden. Und so hat er zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Aber du bist doch ein König. Du sagst es, sagt Christus, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Was ist Wahrheit? Fragte Pilatus, als er sich zum Gehen wandte, und nicht unbedingt zynisch gemeint. Wahrheit in dem absoluten Sinn, den Jesus offenbar meinte, war möglicherweise nach Pilatus' Einschätzung nichts, das viel mit den militärischen und politischen Angelegenheiten zu tun hatte. Wahrheit und Macht. Ich möchte sagen, meine lieben Leute, das ist ein Grund, warum Jesus verboten hat, dass sein Jünger zum Waffen greifen. Es ist sehr einfach, aber sehr wichtig. Man kann Wahrheit nicht weiter sagen oder geben oder auferlegen durch Macht und Gewalt. Vor allem, wenn es sich um die Wahrheit handelt, dass es einen Gott gibt, der uns so liebt und so schätzt, dass er selbst Fleisch geworden ist und dass er bereit war, meine Feindschaft, meine Sünde gegen ihn auf sich zu nehmen und ans Kreuz zu tragen. So eine Botschaft kann man nicht mit Zwang und Gewalt auflegen. Und das Benehmen von Jesus gibt die Lüge zu der Idee,
dass an und für sich das Christentum gewalttätig ist. Die Kreuzzüge, was in Nordirland passiert, das hat nichts mit der Lehre Christi zu tun. Gewalttätigkeit ist Gewalttätigkeit. Aber es gibt eine andere Seite zur Sache. Die neuen Atheisten betonen all das Schlechte in der Christenheit und in Religion im Allgemeinen. Aber hat Christentum nichts Gutes gebracht? Ich finde wenig Erwähnung. Aber bei Atheisten wie Jürgen Habermas ist es anders. Er beschreibt sich als methodologischen Atheist und er warnt vor einem unfairen Ausschluss der Religion aus der Öffentlichkeit, der die säkuläre Gesellschaft von wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung abschneiden. Und dann schreibt er Folgendes in seinem Buch Übergänge. Das universelle Gleichheitsprinzip, aus dem die Ideale von Freiheit und einem kollektiven solidarischen Leben, von autonomen Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entstanden sind, ist das direkte Erbe der jüdischen Rechts- und christlichen Liebesethik. Dieses weitgehend unveränderte Vermächtnis wurde immer wieder kritisch neu in Besitz genommen und interpretiert. Bis heute ist es alternativlos. Und angesichts der aktuellen Herausforderung einer postnationalen Konstellation greifen wir auch weiterhin auf die Substanz dieses Erbes zu. Alles andere ist nur postmodernes Geschwätz. Das ist eine sehr starke Aussage eines Atheisten. Es gibt Atheisten, die sehr weit gehen, indem sie den Wert des Christentums bekennen. Matthew Paris ist ein bekannter Journalist in London und er sagt Folgendes: Jetzt als eingefleischter Atheist bin ich überzeugt von dem enormen Beitrag, den die christliche Evangelisation in Afrika leistet. Und sie unterscheidet sich deutlich von der Arbeit der säkularen Nichtregierungsorganisationen, Regierungsprojekte und internationalen Hilfsbemühungen. Diese allein reichen nicht aus. Bildung und Ausbildung allein reichen nicht aus. In Afrika, schreibt dieser Atheist, verändert der christliche Glaube die Herzen der Menschen. Er bringt eine geistliche Umwandlung hervor. Die Wiedergeburt ist echt. Die Veränderung ist gut. Ich fürchte, dass Ihr jetziges Glaubenssystem durch ein anderes Glaubenssystem ersetzt werden muss. Wenn man die christliche Evangelisation aus der afrikanischen Gleichung ausklammert, könnte es sein, dass damit der Kontinent einer unheilvollen Mischung aus Nike, Medizinmann, Mobiltelefon und Machete ausgeliefert bleibt. Das ist ein Atheist. Aber als ich zum Schluss komme, es gibt noch eine Frage. Die Frage war, vergiftet das Christentum alles? Ist es eine Provokation zur Gewalttätigkeit? Aber hier ist die Kehrseite. Vergiftet der Atheismus alles? Ich habe zitiert John Lennon, dieses Gesang, dieses Song, Imagine a world without the Taliban, imagine a world without Northern Ireland. Wie man sich Nordirland nicht erwünschen könnte, weiß ich nicht, aber das ist der Song. Aber ich bin nicht John Lennon, ich bin John Lennox. Ich habe auch einen Song geschrieben. Es heißt Imagine, auch genau derselbe Titel.
Ich möchte Sie bitten, sich auch eine Welt ohne Atheismus vorzustellen. Kein Stalin, kein Mao, kein Pol Pot, um nur die Oberhäupter der 3 offiziell atheistischen Staaten zu nennen. Das ist die andere Seite. Warum finden wir das nicht erwähnt? Sondern wir finden törichte Aussagen von Dawkins. Auf der ganzen Welt keinen einzigen Atheisten. Kann ich mir nicht vorstellen, der Mekka oder Chartres, York Minster, Notre Dame mit dem Bulldozer platt machen würde. Diese Aussage hat eine schöne Antwort bekommen, die sie verdient, von Richard Schröder, heute Professor für Philosophie in Berlin. Er hat gesagt, für Bulldozer sind Kirchen etwas zu hoch. Man hat in der Sowjetunion unter Stalin und in der DDR unter Ulbricht praktischerweise Sprengstoff benutzt. Ist es nicht faszinierend, dass jemand, der sich als Intellektueller vorgibt, schreibt sowas? Ich habe einen Vortrag in Polen neulich gehalten, habe diesen Satz zitiert und die Leute haben sofort geschrien, schicke ihn zu uns. Meine Frage ist nicht, ob das Christentum gefährlich ist. Die Frage wäre vielleicht, könnte es sein, dass der Atheismus gefährlich ist? Richard Dawkins sagt uns, dass moderate Religion führt zu extremen Religion. Also man könnte genau dasselbe sagen über Atheismus. Und es ist, schreibt John Gray, ein blinder Fleck in der neuatheistischen Wahrnehmung, dass die Linie zwischen dem Terror der Aufklärung und dem Terror unter Stalinismus. Ich komme jetzt zu Ende. Ich habe eine Debatte mit Christopher Hitchens in Edinburgh durchgeführt. Und es hieß dort, das neue Europa braucht den neuen Atheismus. Und ich habe eine kurze Bemerkung gemacht. Und ich habe Alexander Solzhenitsyn zitiert. Und damit komme ich zu Ende. Wenn ich heute so knapp wie möglich den Hauptgrund der vernichtenden Revolution formulieren sollte, der um die 60 Millionen Menschenleben verschlungen hat, könnte ich es nicht besser ausdrücken als mit den Worten, die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist all das geschehen. Wenn ich das Hauptmerkmal des gesamten 20. Jahrhunderts benennen sollte, könnte ich auch hier nichts Zutreffenderes und Plakativeres sagen als, die Menschen haben Gott vergessen. Die unüberlegten Hoffnungen der letzten 2 Jahrhunderte, die uns in die Bedeutungslosigkeit versenkt und uns an den Rand des nuklearen und nicht-nuklearen Todes gebracht haben, können wir nur eine entschiedene Suche nach der warmen Hand Gottes entgegensetzen, die wir so voreilig und von uns selbst eingenommen verschmäht haben. Nur so können uns die Augen für die Fehler dieses unglücklichen 20. Jahrhunderts geöffnet werden. Nur so können wir daran gehen, sie zu berichtigen. In diesem Erdrutsch gibt es nichts anderes, an das wir uns klammern können. Die vereinte Sicht aller Denker der Aufklärung bringt uns keinen Schritt weiter. Und dann komme ich zu Ende dieser Diskussion. Und ich habe Folgendes gesagt. Nur weil die Mauer, die von der Vorgängerversion des neuen Atheismus geschaffen worden war, eingerissen würde, existiert heute das neue Europa. Wollen wir wirklich eine neue Mauer aufbauen? Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank, Herr Professor John Lennox, für diesen äußerst ermutigenden, aufschlussreichen und erhellenden Vortrag. Es ist nun Gelegenheit gegeben zu einer Fragerunde. Die wird so gehen, dass diejenigen, die Fragen haben, sich bitte melden. Und hier sind einige im Raum verteilt, die die Mikrofone dann zu Ihnen bringen. Professor Lennox wird die Fragen dann notieren und später zusammengefasst beantworten. Bitte sehr. So, Frage Nummer 1. Und ich tue das ganz absichtlich aus folgenden Gründen. Bei einer sehr großen Zuhörerschaft wie dieser interessiert jeder für die Fragen des anderen. Und so ist es schön, ein Spektrum von Fragen zuerst zusammenzusammeln und dann kann ich ein paar Bemerkungen dazu machen. Das ist ein Question and Answer Q&A und das bedeutet natürlich, dass man erreicht sehr schnell meine Grenze. Aber ich kann natürlich keinen weiteren Vortrag geben über alle Fragen. So, bitte, wenn wir das verstehen, dann können wir anfangen. Also, Frage 2 war, was sind die Gottesbeweise? Und der Fragende hat gesagt, er merkte sie nicht in meinem Vortrag. Das tut mir leid, weil ich mehrere erwähnt habe, aber bei weitem nicht alle. Das heißt, das erste Argument war die Tatsache, dass das All naturwissenschaftlich beschreibbar ist, vor allem durch die Mathematik. Und Einstein, wie wir gesagt haben, hat diesen tiefen Glauben befürwortet. Und ich habe die Frage gestellt, was sind die Gründe dieses Glaubens? Mein Argument ist, dass die Gründe fehlen bei Atheismus. Die sind gegeben durch Christentum. Weiter habe ich erwähnt, dass wir können nur so weit anhand der Natur kommen, aber dann kommen wir zu der Tatsache über Jesus. Nun, natürlich haben Sie recht. Ich gebe Ihnen vollkommen recht im Sinne, dass in einem solchen Vortrag habe ich nicht die Zeit, ausführlich die positiven Gründe zu erwähnen. Daher habe ich ein Buch geschrieben. Das heißt Gott im Kreuzfaden mit dem Titel heute Abend. Und irgendwie ist dieser Abend ein Auftakt. Das Buch kommt in Deutsch erst im... nein, dieses Buch ist es nicht. Oh, dieses Buch ist es doch, ja. Also, er hat das Buch in englischer Sprache. Und in diesem Buch habe ich ausführlich behandelt die große Frage der Auferstehung Jesu, die ich in meinem Vortrag erwähnt habe, ist für mich zentral. Und viele Naturwissenschaftler lehnen das ab, weil sie meinen, dass David Hume hat bewiesen, dass, weil die Wunder der Bibel ein Durchbruch, eine Verletzung der Naturgesetze sind, sind sie unmöglich. Und ich habe versucht, dort zu zeigen, erstens prinzipiell, dass das falsch ist. Und dann habe ich ausführlich, wenigstens ausführlich genug, versucht, durch die Augen von David Hume und seine Kriterien für Zeugen zu zeigen, dass die Indizien für die Auferstehung Christi sehr stark sind. Ich wollte heute Abend einfach so eine Palette aufstellen und konnte nicht der Zeit wegen in aller Einzelheit geben. Und ich hoffe, dass Sie dieses Buch lesen werden. Auch darf ich zu diesem Punkt erwähnen, dass für diejenigen, das ist wahrscheinlich die meisten, die Englisch können, ich habe eine Website, johnlennox.org, und dort gibt es viele Vorträge, vor allem in großen Ivy League Universitäten in Amerika, die Thema nach Thema behandeln. Und das findet man bei veritas.org. Also, ich habe versucht, nur ein paar Argumente zu geben, aber auch eine gewisse Apologetik zu zeigen, dass die Art, die Natur der Botschaft von Christus zeigt uns, warum
es ein totales Missverständnis ist und ein gefährliches, dass die Leute sich zu Waffen gegriffen haben, um das Evangelium zu verteidigen. So, das ist alles, was ich zu dieser Frage sagen kann. Der nächste ist die Gefahr, dass man die Natur verabsolutisiert. Soweit ich die Frage verstanden habe, ist das ein sehr wichtiger Trend in unserer Zeit. Am Anfang habe ich diese Konferenz erwähnt in La Jolla in Kalifornien, wo sie meinten, dass der einzige Weg, eine Ethik, eine Grundlage für Ethik zu finden, ist auf der Basis von der Naturwissenschaft. Also auch in meinem Buch habe ich gezeigt, wie es parallele Argumente zu dem Argument über Rationalität gibt, wo die bloße Existenz der Ethik in uns als Menschen ein starker Hinweis auf die Existenz Gottes ist. Und was man merkt ist, dieser totalitärische Trend, die Naturwissenschaft als König einzustellen. Und so haben wir mit Scientismus zu tun. Das ist der Glaube, dass nur die Naturwissenschaft zeigt uns Wahrheit. Und das ist eine Verabsolutisierung der Naturwissenschaft selbst. Die ist sehr gefährlich. Und Einstein auch hat sehr deutlich gesehen, dass das falsch war. Er hat mal gesagt, man kann über die ethischen Grundlagen der Naturwissenschaft sprechen, aber nicht über die ethische Grundlage, über die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Ethik. Er sah, und das ist offensichtlich klar, die Naturwissenschaft kann uns zeigen, was Gift tun kann, aber kann uns nicht sagen, ob es richtig ist, dieses Gift zu verwenden, um unserer Großmutter zu helfen in Jenseits, damit wir ihre Güter bekommen können. So, das hat auch mit dem Begriff der Postmoderne zu tun. Und so, ich komme direkt zu dieser Frage, weil es ein Verhältnis damit hat. Es gibt Wahrheit. Und der die Frage gestellt hat, hat uns darauf hingewiesen, dass die neuen Atheisten sind in der Hinsicht moderne. Die glauben an Wahrheit und das ist so. Und das ist sehr interessant, weil viele Leute uns gesagt haben, wir sind die postmoderne Generation. Das Moderne ist vorbei, es kommt nicht mehr. Aber das ist wirklich, wie soll ich das sagen? Diese Ideen, Vormoderne, Moderne und Postmoderne, sind viel zu simplistisch. Man braucht nur die griechischen Philosophen zu lesen, zu sehen, dass alle drei waren damals vorhanden, zugleich. Und alle drei sind heute vorhanden und manchmal in derselben Person. Manche Naturwissenschaftler zum Beispiel sind modern in ihren Naturwissenschaften, postmodern in ihrer Ethik. Es ist viel zu simplistisch, das als grobe historische Zeitperioden zu beschreiben. Und daher würde ich sagen, dass auch damals, heute und in der Zukunft werden wir immer mit alle drei zu tun. Und es gibt Gründe dafür, weil die postmoderne Verneinung, dass es absolute Wahrheit gibt, ist natürlich ein absoluter Wahrheitsanspruch. Und daher widerspricht sich selbst. Und viele Leute haben das eingesehen. Und in vielen Literaturfakultäten interessieren sie sich viel weniger als früher für die Postmoderne, aus dem einfachen, logischen Grund, dass sie widerspricht sich selbst. Wenn ich behaupte, dass es keine absolute Wahrheit gibt, ich behaupte eine absolute Wahrheit. Und so bin ich inkohärent. Und es ist daher wichtig zu sehen, dass das geht weit zu weit.
Ich habe einen Freund, der sehr bekannt ist hier in Deutschland, Dr. Jürgen Spieß, deren Bücher lohnen sich sehr zu lesen, vor allem sein Buch Nach der Wahrheit fragen. Und er hat einen Satz, den er formuliert hat. Er sagt, die Leute sind meistens nur postmodern in Dingen, die sie für nicht wichtig halten. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Abgesehen von Postmoderne in der Kunst gilt das weitgehend. Und so treffe ich Leute von allen Seiten und ein Gemisch in Individuen. Und so müssen wir bereit sein, von allen Seiten an diese Fragestellung heranzugehen. Also, wir waren bei Einstein. Kommen wir zurück zu Einstein, wo es behauptet ist, dass er an keinen persönlichen Gott glaubt. Das ist gerade richtig. Aber bitte merken Sie, dass ich ihn zitiert habe, nicht in Zusammenhang mit Gott, sondern in Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Voraussetzung Physik und Naturwissenschaft zu tun, ist eine Glaubensvoraussetzung. Es handelt sich nicht um Glaube an Gott, sondern es handelt sich um Glaube an die rationale Zugänglichkeit oder Verstehbarkeit des Alls, nicht um Gott. Und so die Tatsache, dass Einstein nicht an einen persönlichen Gott geglaubt hat, ist irrelevant zu dem Punkt, den ich gemacht habe. Sie haben völlig recht, er glaubte nicht an einen persönlichen Gott. Und das bringt mir zur zweiten Hälfte Ihrer Frage. Und das heißt, wie unbedingt der Gott der Bibel und nicht bloß Einsteins Gott? Das ist eine äußerst berechtigte Frage. Und ich habe versucht, ein bisschen darüber zu sagen, und jetzt werde ich darauf konzentrieren. An Gott zu glauben ist natürlich aus meiner Sicht ein Schritt vorwärts. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand an Gott glauben würde und kein Interesse hatte für die Natur Gottes. Weil wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat nach seinem Bild, ist es möglich, dass er Kontakt mit uns aufnehmen kann und möchte. Und wenn ja, wie komme ich zu diesem Kontakt? Und das hat mich schon seit Anfang an interessiert. Nun, meine eigene Geschichte, die ist wichtig. Meine Eltern waren gläubige Christen und meine Großeltern auch. Und daher das Erste, das ich über Gott lernte, war aus dem Christentum. In diesem sektierischen Land, meine Eltern waren nicht sektierisch. Und zweitens, was eine wunderbare Sache war für mich, sie haben es so erlaubt, dass ich denken darf. Und das war nicht so oft zu finden in Nordirland. Ich bin Ihnen äußerst dankbar dafür, dass Sie nie versucht haben, Ihre religiöse Überzeugung auf mich zu zwingen. Ich durfte denken, aber natürlich war die Frage, ist das der wahre Gott? Und ich kam nach Cambridge mitten im letzten Jahrhundert und in der ersten Woche war ein Student dabei, der sagte, John, glaubst du an Gott? Und dann sagt er, Verzeihung, ich habe vergessen, du bist Ihre. Alle Iren glauben an Gott und kämpfen miteinander drüber. Also ich hatte diese Frage öfters gehört, aber irgendwie schien es mir damals als äußerst richtig. War es nur irische Genetik? Oder ist das Christentum die Wahrheit? Und so an dem Tag damals, vor über 50 Jahren, habe ich mich entschieden, die Gegenpole kennenzulernen. Ich habe ausgesucht, Agnostiker, Atheisten
Und ich habe Frage nach Frage nach Frage gestellt und ich habe es mein ganzes Leben getan. Um was zu lernen? Oh, die Wahrheit. Es ist nicht genug für mich, dass das Christentum irgendwie hilfreich ist, sondern die Frage ist es wahr? Und so kam ich nach Deutschland. Ich habe die Sprache halbwegs gelernt, damit ich mich durchwursteln könnte. Und dann bin ich in die DDR gefahren. Sehr oft, Polen, Ungarn, in der Zeit des Kalten Krieges. Warum? Um mit Menschen zu diskutieren, was die Wirkung von Atheismus war. Dann, weil ich Russisch gelernt habe, nach der Mauer gefallen ist und ich habe dabei geholfen, an dem Tag. Meine Frau hat gesagt, du musst einfach hinfahren, so bin ich hingefahren. Bin ich nach Russland gekommen und seit damals, 1989, bin ich mehrmals in die Akademie der Naturwissenschaft in Russland, um was zu tun? Um festzustellen, ob was ich glaube wirklich die Wahrheit ist. Und was ich entdeckt habe, ist, dass je mehr ich mein eigenes Glauben bloßgestellt habe, geöffnet habe zu den Gegenpolen, desto mehr ist mein Glauben fester geworden. Aber diese Frage bedarf noch einer Antwort dazu, weil es gab hier eine andere Frage. Wenn es einen Gott gibt, wie kann ich zu diesem Gott kommen? Und wenn wir konfrontiert werden mit verschiedenen Arten von Göttern und Religionen und so weiter und so fort, wie kann ich entscheiden in einer pluralistischen Welt, was richtig ist und was nicht richtig ist? Ich möchte ein paar Bemerkungen machen. Erstens, dass wir mit Respekt für andere umgehen. Eine Frage war, was ist die beste Methode in einer Debatte oder einem Gespräch? Erstens, mit Respekt voranzugehen. Zweitens, mit Fairness voranzugehen. Und dann stelle ich fest, man kann die schwierigsten Fragen diskutieren. Ich stelle fest, dass in allen Religionen und Philosophien und in Leute, die keine haben, es gibt Grundwerte, grundethische Werte, die wir gemeinsam als Menschen haben. Das würde ich erwarten als Christ, weil alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, sind nach dem Bilde Gottes geschaffen als moralische Wesen. Das muss ich respektieren, weil das jedem Menschen einen unendlichen Wert beimisst. Das ist die erste Sache. Dann komme ich in Gespräch. Und was ich feststelle, ich habe Freunde in den meisten Religionen, dass es eine geschichtliche Seite zu der Frage gibt. Zum Beispiel, wie entscheide ich mich zwischen Christentum, Judaismus und Islam? Also nehmen wir die Kernsache im Neuen Testament. Jesus ist auferstanden. Meine jüdischen Freunde sagen, dass Jesus gestorben ist und nicht auferstanden. Meine muslimischen Freunde sagen, dass er nie gestorben ist. Und ich behaupte, dass er sowohl gestorben als auch auferstanden ist. Die können nicht alle drei gleich wahr sein. Abgesehen von Postmodernismus natürlich. Und so, man hat einen Anlauf durch einen Indizienprozess der Geschichte. Genau dasselbe Prozess, wie man weiß, dass Napoleon die Schlacht bei Waterloo gemacht hat. Und ich bin überzeugt, dass Christus der Sohn Gottes ist, weil die geschichtlichen Belege zu finden sind, die mich überzeugen zumindest, dass er auferstanden ist. Sie müssen für sich selbst entscheiden.
Wir brauchen nicht miteinander darüber zu kämpfen, weil letzten Endes muss jeder Mensch vor Gott stehen mit seiner oder ihrer eigenen Entscheidungen. Das ist der erste Punkt. Aber es gibt einen zweiten Punkt. Und das habe ich versucht gestern Abend zu erklären, aber es war sehr spät. Es ist jetzt ziemlich spät, aber nicht so spät wie gestern. Und das ist Folgendes. Der Begriff einer Religion. Sehr oft, wenn ich mit einem Freund spreche, frage ich ihn, Religion zu definieren. Und oft er beschreibt so eine universitätsartige Laufbahn. Eintritt, Zeremonie, Geburt oder was weiß ich, dann eine Laufbahn mit Lehre und mit Professoren zu helfen, dass man auf der Laufbahn bleibt und dann Gericht, Prüfungen am Ende. Und im Gericht wird man abgewogen, ob die guten Taten schwerer wiegen als die schlechten Taten. Und dann wird man entweder akzeptiert oder nicht. Und viele Leute aus allen Religionen sagen, ja, das ist meine Religion, mehr oder weniger. Auch viele Christen sagen das. Aber wenn ich das Neue Testament lese, staune ich zu entdecken, dass das nicht so ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, hier konkurriert Christus mit niemandem. Im Sinne, dass er uns etwas anbietet, das sonst nirgends zu finden ist, so macht er keine Konkurrenz. Mit ihm, es ist nicht wie eine Universitätslaufbahn, wo das Prinzip Verdienst ist und daher, bis ich durch die Endprüfung komme, darf ich nicht wissen, ob ich akzeptiert bin oder nicht. Mit Christus ist es anders. Er sagt, wenn wir sein Wort glauben und an dem glauben, der ihn gesandt hat, dann haben wir jetzt ewiges Leben und kommen nicht ins Gericht, sondern sind vom Tod bis Leben hindurch gedrungen. Schon. Das ist gewaltig und total einzigartig. Das heißt, was er behauptet, dass wenn wir zu ihm kommen und ihn als Herr und Heiland erkennen und bereit sind, ihm nachzufolgen, dann sofort empfangen wir ein neues Leben, ein wirkliches neues Leben. Und wir werden von ihm, und er wird der Richter sein, wir werden von ihm zugesichert, dass er selbst für alle unsere Sünden gestorben ist. Und so dürfen wir wissen, dass wir nie ins Gericht kommen. Ich finde das, meine lieben Leute, nirgends anders. Jesus konkurriert, ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, er konkurriert mit niemandem. Und interessanterweise, wenn ich an das normale Leben denke, diese Idee akzeptiert, nach einem langen Versuch akzeptiert zu werden, wo finden wir das in normalen Freundschaften? Ich bin seit 44 Jahren verheiratet zu derselben Frau. Ich habe sie gesehen an meinem ersten Tag in der Uni. Wie wäre es? Ja, ich kam zu ihr eines Tages und ich sagte, Sally, ich möchte, dass du meine Frau wirst. So, hier ist ein Gesetzbuch, voll mit Regeln, wie man kocht. Und wenn du für die nächsten, sagen wir mal 30 Jahre oder so, wenn du richtig Apfelstrudel für mich jeden Dienstag kochst und das alles exakt machst, dann wäre ich vielleicht bereit, dich zu akzeptieren. Und wir lachen. Warum lachen wir? Das ist wie Millionen von Leuten an Gott denken. Genau das. Und sie lachen darüber. Es wäre eine Verleumdung dieser Frau,
so etwas vorzuschlagen. Nein, es ist nicht so passiert. Was ist passiert? Ich habe sie akzeptiert und aus irgendwelchen Gründen hat sie mich akzeptiert. Am Anfang. Und das befreit sie, kochen zu lernen. Sie hat nicht die Angst, dass wenn sie den Apfelstrudel in den Ofen stellt und denkt, Mensch, wenn ich das nicht ganz richtig mache, dann muss ich zurück zur Mutti gehen. Und aus Angst, sie schraubt die Sache bis 1000 Grad. Ende aus. Es ist gut, dass wir lachen, weil vielleicht können wir dadurch kapieren, dass es kann nicht sein, dass wir Menschen ein Verhältnis mit Gott auf so einer Basis haben können. Es ist wunderbar. Und ich sage das als Naturwissenschaftler. Was ist die höchste Sache in meinem Leben? Es ist, dass Gott mich liebt. Ich schäme nicht, das zu sagen. Weil ein Verhältnis mit dem Schöpfer des Atomen und auch des Higgs-Teilchen, ein Verhältnis mit ihm haben zu dürfen, ist das größte Recht. Und jeder kann das haben. Aber es bedeutet, dass wir bekennen, dass etwas verkehrt passiert ist zwischen uns und Gott, dass wir gegen ihn gehandelt haben, gesündigt haben. Das ist hart, weil wir stolze Menschen sind. Aber der Kern der Sache ist, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Ich halte meine Vorträge nicht, um von Gott akzeptiert zu werden. Ich halte sie, weil ich von ihm akzeptiert worden bin. Und wenn wir diese Botschaft verstehen, wenn wir diese Botschaft weitgehend in Europa verbreiten, wird es weniger Kindermissbrauch sein. Wird es weniger Ehescheidung sein. Wird es weniger, und wir können eine lange Liste geben. Die Frage ist, wenn ich mich als Christ bekenne jetzt, ob was ich besitze, ist bloß Religion. Und ich versuche von Gott akzeptiert zu werden, oder ob ich entdeckt habe, dass durch Jesus Christus ich kann jetzt wissen, dass ich von ihm akzeptiert worden bin, und das befreit mich, ihn kennenzulernen, und das befreit mich zum Leben. Sie sind sehr geduldig gewesen, aber ich bin nicht jeden Mittwoch da. Herzlichen Dank und gute Nacht.